Mein Name ist Michael Kilburg. Ich bin der Juniorchef im Weingut Kilburg, hier bei uns in Braunberg an der Mosel. Wir bewirtschaften rund 17 Hektar, darunter vorwiegend Riesling, natürlich moseltypisch, aber auch so die Klassiker wie Spätburgunder und Weißburgunder, aber auch etwas seltenere Sorten wie Schwarzriesling oder Bacchus. Also wir sind jetzt hier beim händischen Heften, also die Handarbeit. Und da geht es in erster Linie, ist das quasi selber, was die Maschine auch macht, nur man macht es halt von Hand. Und das Wichtigste ist halt, dass man die Triebe, die nun jetzt hier relativ frei und nicht windgeschützt stehen, ordentlich und kompakt in die Laubwand bekommt. Zum Beispiel hier oder auch hier die alles in den sogenannten Heftdraht. Und dabei ist es eigentlich wichtig, dass man insbesondere solche Triebe reinbekommt, die hier in dem Kopfbereich der Rebe sind. Das ist das sogenannte Bauholz, was nachher im nächsten Jahr wieder wichtig ist für die Grundlage für den neuen Bogen. Der beste Zeitpunkt zum Heften ist immer der Zeitraum, wo die Triebe halt groß genug sind, dass sie in den Drahtrahmen passen und bevor sie wegkippen. Also hier zum Beispiel ist schon etwas zu weit, weil ein Windstoß und der wäre quasi schon ab. Also hier die Anlage ist eigentlich schon ein bisschen drüber, gerade um das per Hand zu heften. Es ist ein bisschen zu weit, weil die Triebe natürlich auch irgendwie in diesen Drahtrahmen rein müssen. Und umso länger die werden, umso schwieriger wird es, die da reinzubekommen. Während beim maschinellen Heften man tendenziell ein bisschen länger warten kann, dann bekommt man auch mehr Triebe mit rein. Also grundsätzlich gilt, dass man möglichst alle Triebe in den Drahtrahmen reinbekommt. Das ist nicht immer möglich. Zum Teil muss man halt dann die Triebe auch kürzen. Das Wichtigste ist halt wirklich die Triebe um den Kopfbereich reinzubekommen, weil man die halt wirklich später auch noch braucht. Möglichst ohne abzuknicken wäre wichtig. Viel Hilfsmittel braucht man eigentlich nicht. Optional kann man natürlich hier noch Klammern verwenden, die man zwischen die Heftdrähte macht, um die Triebe dann ein bisschen zu fixieren. Je nachdem wie lang sie sind, halten sie aber eigentlich so schon sehr gut. Und der Hauptgrund, warum man heftet, ist eigentlich, dass man eine schön kompakte Laubwand haben möchte. Die Triebe, die beim Austrieb natürlich erstmal in alle Richtungen wachsen, sollen natürlich irgendwie geordnet nach oben in die Höhe wachsen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man heftet. Und es gibt die Triebe hier, gerade in dem Kopfbereich, sind natürlich auch sehr wichtig für nächstes Jahr, um da ein vernünftiges Bauholz zu bekommen und um ein vernünftiges Blatt-Fruchtverhältnis zu bekommen. Der Unterschied zu einer Anlage, die jetzt per Hand geheftet wird, also wir stehen jetzt hier eine Anlage, die extra für die maschinelle Heftung ausgelegt ist. Und der Unterschied liegt einfach darin, dass wir hier einen besonders großen Bereich zwischen dem Bindedraht und dem ersten Heftdraht haben, dass wir da genug Platz haben, für mit der Maschine die Schnüre reinzuziehen und zu klammern. Während man bei einer Anlage, die jetzt ausgelegt ist für eine Heftung von Hand, ist es halt eher so, dass man die Drähte ein bisschen tiefer hat, dass man schon früher heften gehen kann. Und dann gibt es verschiedene Systeme zwischen losen Drähten, die man dann nach und nach hochzieht, oder auch diese Klammern, die man komplett zuklappt, die Drähte, die man dann eher vorzieht, wenn man dann von Hand heftet. Wir haben uns halt schon vor mehreren Jahren dazu entschieden, den Großteil unserer Rebflächen mit der Maschine zu heften und dementsprechend unsere Anlagen halt darin ausgelegt. Und der Vorteil liegt für uns einfach darin, dass wir mit einer Person eine große Flächenleistung in kurzer Zeit bewältigen können. Und wir sind dann halt auch sehr unabhängig von Personal und wir können halt unsere Anlagen dann sehr schnell und flexibel selbst bewältigen. In puncto maschinellem Heften haben wir halt hier auch einen Vorteil an der Mosel, also wir bei unserem Weingut, dass der Großteil der Anlagen Riesling ist, die sich einfach sehr gut heften lassen. Während jetzt zum Beispiel Rebsorten wie Schwarzriesling oder auch Müller-Thurgau eher sich ein bisschen schwieriger heften lassen, weil die Triebe einfach nicht so stabil in die Höhe wachsen. Und daher man die dann, wenn man sie maschinell heftet, eher dann zweimal auch fährt, dass man wirklich dann die ganzen Triebe auch in der Laubwand drin hat, weil die dann sonst gern noch mal leicht rausfallen, weil die einfach nicht so stabil sind wie jetzt in Riesling. Also jetzt zum Heften mit der Maschine, kurz zu der Arbeitsweise der Maschine. Hier diese zwei Förderbände, die bewegen sich nachher, wenn die Maschine an ist, und transportieren die Triebe quasi schonend in die Vertikale nach oben. Das ist eigentlich schon so das Grundprinzip. Die Triebe werden angehoben, hier in der Mitte fixiert
Und dann werden die Triebe hier zwischen diese zwei Fäden geführt und nach per Handauslösung am Traktor werden die Schnüre dann zusammengeklammert mit diesem Gerät. Das macht man so alle 2-3 Meter, damit die Triebe auch hinter der Maschine schön in dem Drahtrahmen bleiben. Also beim Rausfahren ist es wichtig darauf zu achten, dass man ca. 1 Meter vor Reihenende schon kurz anhält, dann die Seilbremse aktiviert, dann 1 bis 2 Meter rausfahren, je nach gewünschter Spannung. Dann wird die Zange fixiert, direkt hinter dem letzten Pfahl oder dem Ankerseil. Und dann wird ein Knoten gemacht und die Seilbremse wieder deaktiviert und man kann die nächste Reihe reinfahren. Sollte man mal aus irgendeinem Grund zu eine große Lücke zwischen den zwei Klammern haben, kann man auch einfach dann im Nachhinein oder direkt vom Traktor noch von Hand eine setzen. Ganz bequem, weil die Klammern schon so vorgeformt sind.